Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur Produktvorstellung der Firma Gero Design. Die Firma Gero Design hat mich kontaktiert und mich gefragt, ob ich mir nicht einen Bausatz aus ihrer Produktpalette heraussuchen möchte, um ihn auf meinem Kanal vorzustellen. Ich habe mich für den Diorama-Bausatz Ardennenoffensive Maßstab 1:35 entschieden und die Firma Gero Design hat mir diesen Bausatz plus noch ein paar andere Sachen zur Verfügung gestellt. Auch wenn die Firma Gero Design mir die Sachen zur Verfügung gestellt hat, werde ich sie trotzdem objektiv betrachten und euch meine ehrliche Meinung dazu sagen. Ich würde sagen, schauen wir uns die Sachen einfach an. Lasst uns mit dem Bausatz beginnen. Also ich habe mich für diesen Bausatz entschieden, weil ich ja vorhabe, irgendwann in der Zukunft ein kleines Diorama mit dem M18 Hellcat zu machen, den ihr vielleicht schon bei mir auf meinem Kanal-Update gesehen habt. Der soll hier mitten auf dem Hof stehen mit US-amerikanischen Fallschirmjägern und die sollen halt diesen Bauernhof schützen irgendwo in Frankreich 1944. Und ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein. Wenn wir das Ganze aufmachen, sehen wir jede Menge Luftpolsterfolie. Also ich muss sagen, die Teile sind alle sehr gut geschützt und man hat nicht mit der Polsterfolie gespart und es dürfte wirklich wenig kaputt gegangen sein, wenn überhaupt was. Die Teile bestehen alle aus Gips. Die legen wir jetzt alle mal hier raus. Das sind mehrere Sachen. Und ganz hier unten sehen wir sogar schon die Bodenplatte. Zusammengebaut sieht der Bauernhof so hier aus, mit dem Torbogen und dem Bauernhaus. Und ich würde sagen, schauen wir uns mal die einzelnen Teile an. Hier haben wir jetzt die Bodenplatte des Dioramas. Es sieht so aus, als ob hier ein Holzrahmen ringsherum angedeutet ist. Natürlich ist alles aus Gips, aber gut gegossen. Der Rahmen hat wirklich eine Art Holzstruktur und Maserung. Ich denke mal, wenn der Holzfarben angemalt ist und lackiert ist, sieht er gut aus. Die Pflastersteine, seht ihr hier, sind auch angedeutet. Die sind alle unterschiedliche Größen und Formen. Die Vertiefungen zwischen den Pflastersteinen sind nicht gerade tief, die könnten ruhig tiefer sein. Und man sieht doch eine Menge Lufteinschlüsse, so wie hier. Und leider haben wir hier eine Art Trennkante, die muss man dann noch versäubern und die Pflastersteine und die Fugen nachgravieren. In der oberen Ecke kommt das Gebäude hin und hier kommt noch ein Teil der Mauer hin, während der Torbogen hier in der Mitte rüber geht. Schauen wir uns die anderen Sachen an. Hier haben wir jetzt das Dach des Bauernhauses, was nach vorne geneigt ist. Dieses aus einem Stück. Man sieht seitliche Holzbretter und überlappende Holzbretter. Die Maserung vom Holz ist auch vorhanden und man sieht sie gut. Auch an manchen Stellen schön vertieft. Auch ein paar Lufteinschlüsse hier, aber das ist nicht weiter wild. Das kann man mit Gipsmasse einfach ausbessern. Oder man nimmt ein anderes Dach und baut sich eins aus Holz. Das ist das Dach des Bauernhauses. Hier haben wir jetzt eine seitliche Steinwand und ich finde, die sieht wirklich spitze aus. Sie sieht wirklich aus, als ob sie wirklich aus Feldsteinen gemauert worden ist. Hier sind deutlich weniger Lufteinschlüsse und ich denke mal, man kann die Steine und die Fugen sehr gut mit einem Wash aufbetonieren. Die Rückseite ist absolut glatt und diese wird meines Erachtens an der Seite vom Torbogen stehen. Aber das sehen wir dann zum Schluss. Hier haben wir die Vorderseite des Bauernhauses mit dem Fenster und der Tür, wo dann die Treppe runtergeht. Hier sieht man schön, wie der Putz abgebröckelt ist und das Mauerwerk darunter frei liegt. Hier auf der Ecke größere Feldsteine. Bei der Tür gefällt mir nicht so, dass die Maserung der Tür wirklich sehr tief ist. Das Holz sieht leider unrealistisch aus. Also ich werde auf jeden Fall die Tür austrennen mit einem Multitool und werde eine Holztür einsetzen. Hier sehen wir noch Beschädigungen, die weiterhin am Putz des Gebäudes sind. Die Rückseite ist auch wieder glatt. Hier haben wir jetzt die Treppe. Diese ist zweiteilig, das heißt, die Teile werden aufeinander gesetzt und dann ergibt es eine schöne Treppe. Was ich schön finde, die Stufen sind, wie man es hier sieht, abgerundet, das heißt richtig abgenutzt. Also wirklich Leute
über viele Jahrzehnte über diese Steintreppe drüber gelaufen sind. Und oben auf der Steintreppe und auf den Stufen befinden sich wieder auch einzelne Steine. Der Torbogen, keine Sorge, der ist nicht kaputt gebrochen, der kommt in 3 Teile. Der wird dann so zusammengesetzt. Wenn man dann den Torbogen zusammengeklebt hat, sieht man die Übergänge der Steine und der einzelnen Teile überhaupt nicht mehr. Der Torbogen, die Steine sind auch wieder sehr schön modelliert. Auf der Innenseite auch. Die Rückseite ist natürlich wieder glatt. Hier würde ich es dann anbieten, irgendwann mal ein Holztor hineinzubauen. Also ich werde versuchen, selber ein Holztor aus Balsaholz zu bauen und das hier reinzusetzen. Aber ein Lasercut-Teil zum Beispiel, was direkt gleich mit angeboten wird oder im Zubehör, wäre halt auch nicht verkehrt. Hier haben wir jetzt die Seitenwand des Gebäudes. Kann man sehr schön sehen, wieder Schräge des Daches. Auch hier die Steine an der Ecke, die großen Feldsteine, und das kleine Mauerwerk ist gut zu erkennen. Die Rückseite ist auch wieder glatt. Und hier haben wir noch die Einfassung der Treppe. Das heißt, hier ist der Handlauf, hier dahinter läuft die Treppe, das ist die Verblendung von vorne und von hinten. Ich werde den Bausatz jetzt mal provisorisch zusammensetzen und ihn euch zeigen. Hier sieht man jetzt mal den kompletten Bausatz. Ich gebe zu bedenken, ich habe den nur provisorisch zusammengestellt. Es ist nichts verklebt und auch nicht ordentlich zusammengepasst. Es ist nur, dass ihr einen Eindruck davon bekommt, wie das Ganze aussieht. Das Haus hat nur hier vorne eine Wand und hier an der Seite. Das heißt, hier die Seite ist offen und auch die Rückseite ist offen. Deswegen seht ihr auch hier meine Finger. Der Treppenaufgang ist dann schön verkleidet mit den Steinen. Und wie gesagt, und hier auf der Mitte kann man wundervoll ein Fahrzeug positionieren. Und ich denke mal, das wird sich recht gut machen, wenn da mein M18 Hellcat hier steht mit ein paar Soldaten ringsherum. Vielleicht sogar noch ein bisschen Leben in dem Haus. Schauen wir uns jetzt die anderen Sachen noch an. Das sind die Sachen, die mir die Firma Gero Design noch weiter zur Verfügung gestellt hat. Wir haben hier einmal Ortsteine in 1:35, Ziegelsteine rot, auch in 1:35, Pflastersteine, auch richtig viele, Gehwegplatten, und einmal noch Munitionskisten. Um ein Produkt richtig vergleichen zu können, muss man auch immer ein Konkurrenzprodukt dazu nehmen. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Ziegelsteinen an und vergleichen sie mal mit den Ziegelsteinen der Firma RT Diorama. Das sind jetzt die Ziegelsteine. In der Tüte sollen sich laut Gero Design 2000 Steine befinden, mindestens 2000 Steine, und das sind auch jede Menge. Was man hier schon sehen kann, die Farbe ist wirklich sehr schön getroffen, ein tolles Terrakotta-Rot. Ich würde sagen, holen wir mal ein paar raus. Und ich hole euch ein bisschen näher. So, das sind jetzt die Ziegelsteine. Bei manchen Ziegelsteinen sieht man, dass Ecken fehlen. Entweder sind diese abgebrochen oder durch Lufteinschlüsse, was aber nicht weiter schlimm ist, weil diese ganzen beschädigten Steine kann man gut irgendwo auf einen Schutthaufen werfen. Aber der Großteil der Packung sind wirklich unbeschädigte andere Ziegelsteine. Dass ihr mal so einen Eindruck bekommt, was da so drin ist. Das sind jetzt die Ziegel der Firma Gero Design. Und jetzt lege ich euch daneben nochmal Ziegel der Firma RT Diorama. Fangen wir mal mit der Größe an. Diese ist wirklich identisch, gleich groß, also kann man davon ausgehen, dass der Maßstab bei beiden Produkten stimmt. Die Ziegel von der Firma RT Diorama sind alles in allem ein bisschen heiler. Das liegt vielleicht auch daran, dass da deutlich weniger in der Packung sind. Und sie scheinen aus einem anderen Stoff zu bestehen. Die sind ja aus Gips gegossen.
Und diese scheinen auch aus einer Art Gips oder Keramik gegossen zu sein. Aber alles in allem muss ich sagen, die Ziegel gefallen mir, die hier gefallen mir besser von der Farbe her, weil sie doch eher aussehen wie richtige Ziegel. Als nächstes haben wir hier die Bordsteine, wie man auf dem Beispielbild sieht, sind es diese hier. In der Tüte befinden sich 50 Stück und diese sind auch durchweg gefärbt. Das heißt, man kann sie zusägen, ohne dass an einer Schnittkante eine helle Stelle entsteht. Auch hier hole ich mal ein paar heraus, hole euch näher ran und dann vergleichen wir sie mal mit einem Konkurrenzprodukt. Die Bordsteine sind Granitgrau, so nennt Gero Design die Farbe das, und bestehen aus Keramik. Sie sind gleichschenklig auf allen Seiten und ich denke mal, man kann sie wirklich gut verarbeiten und dadurch schön eine Bordsteinkante herstellen. Ich habe jetzt hier einmal Bordsteine, die ich selber gegossen habe, mit Formen von der Firma Diorama Debris aus England. Natürlich kann man die nicht genau miteinander vergleichen, aber die Farbe habe ich doch schon sehr gut hingekriegt. Die ist sehr ähnlich derer von Gero Design. Diese Bordsteine sind wirklich sehr glatt. Sie sehen wohl aus, ich würde sagen, heutzutage wie als ob sie aus Beton bestehen und diese doch eher wie aus gehauenen Stein. Von der Größe her gibt es natürlich unterschiedliche Bordsteine, auch damals, aber ich denke mal schon, dass sie gut bei 1:35 passen. Und zu jedem Anwendungsbeispiel passt der passende Bordstein. Diese werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Kommen wir jetzt zu den Gehwegplatten. Die Gehwegplatten bestehen auch aus Keramik und sind 15 x 15 breit und 4 mm hoch und in der Tüte sollen sich ungefähr 50 Stück befinden. Über die habe ich mich sehr gefreut, weil Gehwegplatten habe ich selber noch nicht in meinem Bestand und ich brauchte sowieso welche und deswegen kommen mir die richtig gelegen. Dann machen wir die mal auf. Die haben dieselbe Farbe wie die Bordsteine, das heißt in diesem schönen Grau. Ich hole euch noch mal ein Stück ran. Vom Nahen her sehen die auch sehr schön aus. Die Oberfläche hat Vertiefungen, das heißt, dort kann man schön mit Washs und ein bisschen Dreck arbeiten, um die Vertiefungen zu betonen, damit es lebendiger aussieht. Wie gesagt, die sind 15 x 15 und 4 mm hoch. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich hoch, weil sie natürlich gegossen sind und aus der Form kommen. Aber ich denke mal, damit lässt sich ein ganz guter Gehweg erzeugen. Kommen wir jetzt zu den Pflastersteinen. Diese sind auch in dem Grau gehalten, auch aus Keramik und in der Tüte sollen sich 1000 Stück befinden. Das kann ich auch gut glauben, so schwer wie die Tüte ist. Und die Pflastersteine sind 5 x 5 x 5 mm. Da holen wir auch mal ein paar raus. Und ich hole euch wieder näher. Bei den Pflastersteinen gibt es auch Unterschiede. Es gibt welche, die sind absolut perfekt gegossen und einige mit Luftanschlüssen oder wo Kanten abgebrochen sind. Aber das mit den abgebrochenen Kanten oder den Luftanschlüssen stört nicht weiter. Nämlich das macht die Steine erst lebendig, weil normale Pflastersteine, die draußen auf der Straße verlegt worden sind, bei denen fehlen ja auch Ecken und Kanten. Damit kann man dann bestimmt auch eine schöne Pflasterstraße bauen. Aber wie gesagt, man muss halt bedenken, diese sind alle gleich groß, also 5 x 5 mm. Wenn man die dann verlegt, dass das Pflastermuster nicht so einheitlich aussieht. Und zum Schluss haben wir hier noch die Munitionskisten von Gero Design. Ja, ihr habt richtig gehört, die machen auch Munitionskisten. Diese sind auch aus Keramik gegossen. In dem Beutel befinden sich 15 Stück und sie sind auch alle durchweg grau gegossen. Die Kisten haben verschiedene Größen, wie ihr sicherlich sehen könnt. Angefangen, um eine Panzergranate zu verstauen oder eine Kiste mit Handgranaten und unterschiedlichen Munitionsarten. Ich würde sagen, ich hole euch noch ein Stück näher ran.
Hier haben wir jetzt die Munitionskisten. Es gibt Kisten in unterschiedlichen Größen und jede Kiste hat Holzstrukturen. Die sind manchmal etwas tief und wirken fast ein bisschen out of scale. Man muss sich aber natürlich vorstellen, das ist gegossene Keramik und kein Resin-Produkt. Und dafür, dass es Keramik ist, ist es eigentlich ganz in Ordnung. Die Kisten kann man dann natürlich auch irgendwo stapeln und auf dem Diorama gut platzieren. Ich denke mal, wenn man hier mit Acrylfarben und Washes arbeitet, kann man das Holz auch gut zur Geltung bringen. Hier muss man ein bisschen glatt schleifen, damit die Beschläge und auch das andere Holz, das Sperrholz, was hier oben drauf ist, vielleicht ein bisschen glatter ist. Nochmal vielen Dank an die Firma Giro Design, dass sie mir all die Sachen überlassen hat und vor allem, dass ich mir diesen Bausatz raussuchen konnte. Den werdet ihr auf jeden Fall wiedersehen bei dem Diorama für den M18 Hellcat, und die anderen Produkte werden auch ihren Bestimmungszweck bei mir haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis denn, euer Ben.